Gleich vorweg, Spoiler-Alarm. In diesem Video soll es nicht darum gehen, mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen, auf die bösen Täter, die uns all diese schlimmen Sachen antun und wir als Opfer gar nichts dagegen tun können. Wir werden von diesen Bösen da draußen manipuliert. Ich sehe das nicht so, ich sehe mich oder euch oder wen auch immer nicht als Opfer und die anderen nicht als Täter. Die haben ihre Gründe, warum sie Dinge tun, wie sie tun. Und in diesem Video soll es darum gehen, was macht das mit mir, wenn andere so etwas tun? Was passiert in mir? Und wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mir Bewusstsein da reinbringen, dass andere tatsächlich das Gefühl der Angst manipulativ benutzen, damit es bei mir ausgelöst wird und ich eine bestimmte Handlung vollziehe? Im deutschen Gesundheitswesen ist er sehr verbreitet. Letztens habe ich im Fernsehen eine Werbung einer deutschen Versicherung gesehen, die ging ungefähr so: Im Laufe eines Lebens erkrankt jeder zweite Deutsche an Krebs. Schließen Sie unsere Krebsversicherung ab. Ja, wenn man jetzt das Marketingunternehmen, was vermutlich für diese deutsche Versicherung arbeitet, fragen würde, würden die sagen, das machen wir zu Aufklärungszwecken, nur als Schutz. Wir möchten die Menschen davor schützen, Krebs zu bekommen. Diese Versicherung schützt nicht vor Krebs, seien wir ehrlich. Aber die werden argumentieren, dass sie das zum Guten einsetzen. Aber in Wirklichkeit, was sie erzeugen, ist Angst. Sie manipulieren den Konsumenten dahingehend, dass sie das Produkt kaufen aufgrund von Angst. Also man sieht diese Werbung und wenn man dafür empfänglich ist, es sind nicht alle Menschen empfänglich dafür, wir wissen das, aber wenn man selbst empfänglich für sowas ist, löst es eine Angst aus, man ist sich da gar nicht so richtig bewusst, wo diese Unruhe auf einmal herkommt und dann schließt man diese Versicherung ab, unbewusst. Und so kommen ja immer mehr Versicherungen hinzu, weil man das Gefühl hat, man kann sich schützen vor irgendetwas, indem man eine Versicherung abschließt. Oder was ich schon oft gehört habe bei Ärzten, mit denen ich ja nicht so gut klarkomme, habe meine Schwierigkeiten mit Ärzten, wenn sie sowas sagen, wenn ich den Arzt in Frage stelle oder nicht das tue, was er mir vorschlägt. In meiner Welt sollten Ärzte eher wie ein Coach sein, im Sinne von, ich gehe hin und lasse mich beraten. Er oder sie ist ein Berater. Ich sage, hey, in meinem Leben gibt es Problem X, physisch, mein Daumen tut weh und der Arzt oder die Ärztin berät mich dahingehend, was seiner Meinung nach eine Möglichkeit wäre, wie man damit umgehen könnte. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich entscheide dann aber, will ich das machen oder nicht. Und wenn ich das nicht machen möchte, ist das okay. Und dann gehe ich halt vielleicht, suche ich mir einen anderen Arzt oder eine andere Ärztin und finde meine eigene Wahrheit darüber. Stattdessen sind in unserer Welt Ärzte oft noch sie haben studiert, sie haben einen Doktortitel. Und wenn ich sie in Frage stelle oder die Behandlungsmethode in Frage stelle oder die Medikamente, egal was, fühlen sie sich selbst in Frage stellen, dann kommt tatsächlich oft, arbeiten sie mit Angst. Das ist natürlich auch etwas Unbewusstes. Wahrscheinlich von deren Seite, als auch das bei mir ausgelöst wird. Dass sie so Sachen sagen wie, wissen Sie, ich hatte ja schon einen Patienten, da war das viel zu spät, die kamen da schon alles vorbei. Da braucht man auch nichts mehr machen. Okay. Oder sowas wie, ja, wenn Sie Medikamente nicht nehmen, kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Dann kann es auch nicht besser werden. Dann kann Ihnen auch keiner mehr helfen. In meiner Welt ist jemand, der mit Angst arbeitet, hat kein Anrecht mehr, in meiner Welt zu sein. Warum nicht? Weil die Welt sehr viel Angst enthält. Die Welt ist ein einziger Angstball. Und ich brauche nicht jemanden, zu dem ich gehe und Hilfe suche und der dann mit Angst arbeitet, damit er seine Wahrheit an mir anwenden kann. Und wenn man so bewusst durchs Leben geht und auf einmal hineinspürt, wie kommt eigentlich Angst zustande? Macht mir jemand Angst, bewusst und unbewusst? Ich glaube, die schlimmste Manipulationsmöglichkeit ist, wenn jemand im vertrauten Umfeld das bewusst einsetzt. Mit narzisstischen Menschen ist das so, oder stark narzisstisch geprägten Persönlichkeiten ist das oft so man vertraut ihnen Dinge an, man scheint sich sehr nahe zu sein, emotional und irgendwann, wenn es diesen Menschen passt,
nutzen Sie dieses Wissen, zum Beispiel welche Ängste ich habe, um mich zu kontrollieren und zu manipulieren, dahingehend, was Sie gerne von mir hätten, was ich tun soll. Und das kann unter dem Deckmäntelchen sein von, ich will nur das Beste für dich. Das ist nur das Beste für dich, wenn du in die Klinik gehst oder in ein Heim oder die Medikamente nimmst. Und richtig schlimm wird es, wenn sie es ganz bewusst und gezielt die eigenen Ängste gegen einen verwenden, um das zu bekommen, was sie haben möchten. Dass sie Dinge sagen und Dinge tun, vor denen man selbst Angst hat, damit sie ihren Willen bekommen, damit sie Recht haben. Und das ist sehr schlimm, das kratzt nämlich nicht nur die Angst an sich ist schlimm, sondern auch das verletzte Vertrauen in dem Moment, wenn die Angst manipulativ eingesetzt wird. Und wie kann jeder Einzelne damit umgehen? Wie können wir in diese Welt hinausgehen, die mit Angst arbeitet? Letztens habe ich einen Vertrag gekündigt beim Sozialverband bei einem Deutschen und das kam zurück mit, dass ich jetzt kein Anrecht mehr haben werde, bei Ihnen weiterhin, wenn ich wieder in den Verband möchte, Mitglied im Verband zu werden. Und auch das ist Angst machen. Warum nicht? Ihr seid ein Sozialverband, wäre doch schön zu sagen, wenn Sie Ihre Meinung ändern, sind Sie bei uns willkommen. Das fühlt sich doch viel schöner an. Und so gehe ich häufig an diese Angst-Manipulationsgeschichte heran, nicht zu überlegen, wie würde ich mir eigentlich wünschen, dass das anders wäre. Wie könnte man das schöner gestalten? Nicht manipulativ mit Angst, sondern so, dass ich ein Gefühl habe von willkommen zu sein. Zum Beispiel, dass der Sozialverband schreibt, Sie sind immer bei uns herzlich willkommen. Und nicht zu sagen, aber Sie dürfen nie wieder zu uns zurück, weil wir regeln alles. Und da ist wieder der Schritt, sich bewusst machen, wann setzt jemand Angst ein, um mich zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Und sich zu fragen, möchte ich mich dann so verhalten, wie der andere das möchte oder nicht? Was macht mit mir dieses Gefühl der Angst in meinem Körper, in meinen Gedanken, in meinem Gefühl? Und hilft es mir dann, mich so zu verhalten, wie der andere das möchte?